Schönen guten Tag. Mein Name ist Hans-Joachim Görges und wir treffen uns hier heute zum Thema traumasensibles Arbeiten in der kulturellen Bildung. Jetzt werden viele denken, traumasensibles Arbeiten, worum geht es denn da eigentlich? Das erkläre ich Ihnen gleich, aber erstmal sage ich vielleicht, wer ich bin. Hans-Joachim Görges, wie gesagt, ist mein Name. Ich bin Psychologe, habe vorher Pantomime gelernt, habe lange und viel mit traumatisierten Menschen in der Beratung gearbeitet und mache inzwischen hauptsächlich Fort- und Weiterbildungen mit PädagogInnen und BeraterInnen, die mit Menschen arbeiten, die belastende Erfahrungen nicht gut verarbeiten konnten. Und darum wird es heute gehen. Zum einen, um so eine kleine Idee zu entwickeln, was ist denn da los? Wie kommt denn das? Und zum anderen, um mehr Ideen noch zu entwickeln zu, was heißt das konkret, was passiert da im Alltag und worauf sollten wir achten, wenn wir Angebote machen, kulturelle Bildung, Workshops, Veranstaltungen und Menschen sich ungewöhnlich verhalten. Was heißt ungewöhnlich verhalten? Naja, zum Beispiel jemand wird laut, streitet sich auf eine unangemessene Art und Weise. Oder jemand zieht sich zurück, rennt auf einmal raus. Jemand schaut ins Leere, durch mich durch und ich denke, ups, was ist denn da jetzt los? Muss ich jetzt was machen? Was muss ich machen? Um solche Verhaltensweisen geht es. Und Sie sollten wissen, dass die wesentlichen Ideen, die ich Ihnen hier heute gerne vermitteln würde, von meiner Kollegin Lydia Handke entwickelt wurden, mit der ich inzwischen seit 15 Jahren im Institut Berlin zusammenarbeite. So, jetzt aber nochmal von vorne. Ich möchte Ihnen was erzählen und was erklären. Und um das gut erklären zu können, brauche ich Bilder, Metaphern. Das kennen wir ja, das machen wir ja immer. Und diese Bilder beruhen darauf, dass wir etwas auseinandernehmen, was eigentlich zusammengehört. Wir werden etwas getrennt betrachten, aber eigentlich ist es gar nicht okay, das getrennt zu betrachten. Aber wir schauen mal. Und die beiden Sphären sozusagen von uns Menschen, die wir da getrennt betrachten, das ist zum einen unser bewusstes Denken und analytisches Denken und zum anderen unser Körper, unsere Körperlichkeit, unsere körperlichen Bedürfnisse und unsere Lebendigkeit. Und das gehört natürlich zusammen. Aber es ist nicht immer zusammen. Und der Sache wollen wir jetzt mal zusammen auf den Grund gehen. So, stellen Sie sich vor, Sie sitzen in der Tram und haben einen spannenden Krimi. Und Sie lesen diesen Krimi und sind total gefesselt und gucken irgendwann wieder hoch und merken, boah, ich habe meine Station verpasst. Ich bin nicht ausgestiegen. Was ist passiert? Ihr Denken war mit allen Bildern, die das erzeugt hat und allem so sehr in dem Buch gefesselt, dass Sie die Realität um sich herum gar nicht mehr mitbekommen haben. Das kennen wir alle und es passiert uns oft und das ist ja auch gut so und daran ist überhaupt nichts Schlimmes. Wenn wir das jetzt mal genauer angucken, dann schauen wir, was ist denn da auseinander, was eigentlich zusammengehört. Und dafür führe ich zwei KollegInnen ein, nämlich einen Hasen oder ein Häschen, wie wir oft sagen, und einen Kopf oder eine Denkerin. Und die symbolisieren diese beiden unterschiedlichen Sphären. Der Hase steht für das Säugetier in uns, denn wir Menschen sind auch Säugetiere. Oder man kann auch sagen, wenn diese Säugetier-Metapher, wenn dieses Bild vielleicht für manche Leute nicht so verträglich ist, man kann sagen, wir haben ein emotionales Gehirn, einen Teil unseres Gehirns, der unseren Körper steuert. Und das macht er automatisch. Das heißt, diese Steuerung unseres Körpers, da müssen wir nicht drüber nachdenken, das funktioniert einfach. Unser Herz schlägt, wir haben einen Blutdruck, wir atmen. Wir laufen Treppen rauf, ohne immer zu überlegen, wie kriege ich meinen rechten Fuß dazu, dass der nach oben und nach vorne geht, damit ich die Stufe nehmen kann. Nee, müssen wir nicht überlegen als Jugendliche oder Erwachsene. Wir gehen einfach hoch. Wir haben irgendwann laufen gelernt und dann funktioniert es mit dem Laufen. Und wir haben Affekte. Gefühle sagen wir auch. Aber die Affekte,
die im limbischen System, einem sehr zentralen Teil unseres Gehirns, entstehen, die sind ganz wesentlich für unser Leben und Überleben. Angst, Lust, Wut, Freude, Ekel haben da ihren Ursprung. Und zwar nicht im bewussten Denken. Und wir wissen das ja eigentlich alle. Gucken Sie, wenn ich hier in der Pause von dem Videodreh auf die Straße gehe und mir kommt so ein Hund entgegengelaufen, ohne Leine und ohne irgendjemanden, der für den zuständig ist. Und es ist so ein unangenehmer, so ein großer, so ein gemeiner Hund, jedenfalls in meinem Verständnis. Dann wird ganz viel in meinem Körper gleichzeitig passieren, automatisch. Meine Hände werden schweißig werden, mein Puls geht schneller, mein Blutdruck steigt, mein Gesichtsfeld engt sich ein, meine Muskulatur spannt sich an. Sie sehen es jetzt vielleicht schon auch im Video. Ich kann gar nicht darüber erzählen, ohne dass das so ein bisschen passiert. Und hinterher werde ich sagen, ich hatte total Angst, als dieser Hund da auf mich zukam. Aber was als erstes kommt, ist nicht das Wort Angst. Was als erstes kommt, sind die Körperreaktionen. Das heißt, mein Körper reagiert automatisch und schnell auf jede neue Anforderung von außen. Und bei Stress und bei Überraschungen und bei Erschrecken merken wir es am deutlichsten, aber eigentlich passiert es die ganze Zeit. Es wird warm, ich fange an zu schwitzen. All das passiert von selber automatisch und erstaunlich schnell. Während mein bewusstes Denken, was hier oben in der Großhirnrinde unter meiner Schädeldecke sitzt, das braucht viel länger. Mein rationales Gehirn, können wir auch sagen, das braucht ganze Sekunden für einen Gedanken. Das wäre, um mich vor diesem Hund in Sicherheit zu bringen, unter Umständen viel zu lange. Da reagiert mein Körper schneller. Ich laufe weg, ich erstarre, ich ziehe mich zurück, gehe schnell wieder irgendwo rein, wo ich die Tür zumachen kann, ohne groß darüber nachzudenken. Ist eigentlich erstaunlich, oder? Wie funktioniert das? Das gucken wir uns ein bisschen näher an. Diese beiden, von denen ich jetzt schon gesprochen habe, Denkerin und Häschen, die arbeiten eigentlich gut zusammen. Und das wollen die auch immer. Ja, da gibt es ganz viel Kontakt und Kommunikation. Wir kriegen uns mit. Im besten Fall merke ich, wenn ich Durst habe, merke ich, wenn ich Hunger habe, merke ich, wenn ich auf die Toilette muss oder irgendwas anderes los ist. Ich merke, wenn ich angespannt bin, ich merke, wenn ich zu schlapp bin und ich kann was tun. Also dieses Merken ist sozusagen die Verbindung von meinem Körper zu meinem bewussten Denken und dann kann ich mit meinem bewussten Denken auf meinen Körper Einfluss nehmen. Das heißt, ich kann meine Spannung regulieren. Also wenn ich zu angespannt bin, sagen, okay Hans, jetzt erstmal tief durchatmen, vielleicht einen Schluck Wasser, mach mal eine Pause, mach nicht so schnell. Ja, und dann merke ich, ich komme so ein bisschen runter. Oder andersrum, wenn ich zu schlapp bin, zu wenig Energie habe, dann trinke ich einen Schluck Kaffee, ich bewege mich, ich singe vielleicht ein bisschen, ich hampel rum und merke, wie mein Kreislauf angeregt wird, wie ich ein bisschen mehr da bin. Das heißt, diese DenkerInnen und Häschen, wie wir sagen, die funktionieren am besten, wenn sie gut zusammenarbeiten. Dann gehe ich ins Restaurant und weiß, worauf ich Lust habe und kann das wieder bestellen. Ja, weil Häschen können nicht mit Kellnern verhandeln, aber DenkerInnen wissen nicht, was jetzt gerade das ist, wo mir das Wasser im Mund zusammenläuft. Und dafür braucht es diesen Kontakt und diese Kooperation. Wenn Sie jetzt nochmal an das Beispiel mit dem Krimi in der Tram zurückdenken, dann ist klar, diese Kooperation, dieser Kontakt ist nicht immer da. Manchmal geht der uns unterwegs verloren. Das ist nicht schlimm. Nur es hat die Auswirkung, dass wir im konkreten Fall irgendetwas nicht richtig mitkriegen. Das wäre beim Restaurantbesuch unter Umständen doof. Ja, wenn Sie nicht richtig mitbekommen, worauf Sie gerade Lust haben, sondern irgendwas bestellen, weil Sie denken, das sollten Sie heute essen. Und dann kommt es und dann steht es auf dem Tisch und Sie gucken es an und riechen dran und denken dann, okay, das esse ich jetzt schon okay, aber es ist eigentlich, ja, es hat nicht so richtig gepasst. Ich glaube, Sie wissen, was ich meine. Im Alltag sind das oft die größten Schwierigkeiten, die daraus entstehen. Jetzt gibt es aber Situationen,
und ich gehe hier nochmal zum Flipchart und komme auf unsere beiden zurück. Es gibt Situationen, wo diese Zusammenarbeit von den beiden überfordert ist, wo das nicht funktioniert, weil irgendwas zu fremd ist oder zu schnell oder zu plötzlich oder womöglich zu schmerzhaft und mir dazwischen fährt. Und die Zusammenarbeit ist in dem Moment überfordert. Die kommen damit nicht zurecht. Und dann passiert etwas, dann wird nämlich auf der Häschenebene Alarm ausgelöst. Hier gibt es eine Alarmanlage, unsere Amygdala, heißt übersetzt so viel wie Mandelkern, diese kleinen Mandeln, die man essen kann. Und diese Amygdala ist normalerweise ruhig, wenn die beiden gut im Kontakt sind. Wenn aber jetzt das passiert, was diesen Kontakt überfordert, dann geht die Alarmanlage an, der Rauchmelder macht dieses grauenvolle Geräusch, was Sie alle kennen, und der Kontakt zwischen Denkerin und Häschen wird unterbrochen. Warum ist es so? Wofür ist es gut? Das ist eigentlich total super eingerichtet. Denn das Häschen, was jetzt alleine zuständig ist fürs Überleben, macht das, was es am besten kann. Nämlich kämpfen, fliehen, erstarren oder sich totstellen. Das sind die Varianten, die es hat. Und es macht es viel besser und viel schneller und viel klarer, wenn die Denkerin nicht die ganze Zeit dazwischen quatscht. Und deshalb sind die beiden in dem Moment getrennt. Das hat auch zur Folge, dass bei der Denkerin, also unserem bewussten Denken, alles, was da in dem Moment an Affekten ist, an Schmerz da ist, an Erleben da ist, nicht so richtig ankommt. Ja, die Kommunikation, der Kontakt ist einfach gestört oder manchmal sogar ganz unterbrochen. Das hilft beim Überleben. Danach treten in der Regel ein bisschen Schwierigkeiten auf. Ich nehme mal ein anderes Beispiel. Ich trete hier raus auf die Straße und gehe an die Ampel und habe als Fußgänger grün und gehe rüber und in dem Moment kommt mit quietschenden Reifen ein Auto um die Ecke geschossen und fährt mir fast über die Füße. Ich werde mich fürchterlich erschrecken. Ich zeige Ihnen das jetzt mal. Erschrecken Sie bitte nicht. Dieser Schreckmoment ist da. Das heißt, in diesem Moment gibt es kurz diese Trennung zwischen Denkerin und Häschen, von der ich gerade gesprochen habe. Es ist keine Regulationsmöglichkeit, keine Steuerungsmöglichkeit mehr da durch mein bewusstes Denken. Und mein Häschen macht das, was es kann. Es rettet mir das Leben, indem ich entweder erstarre oder zur Seite springe oder weglaufe, bevor ich überhaupt darüber nachdenken kann, was ich gerade gemacht habe. Und das ist total gut. Aber der Affekt, der Schmerz oder was auch immer noch aufgetaucht ist auf dieser körperlichen Ebene, kann in dem Moment nicht wirklich verarbeitet werden von meinem bewussten Denken, von der Großhirnrinde. Es kommt, wenn es überhaupt da ankommt, ziemlich unsortiert und durcheinander an und manchmal kommt sogar ziemlich wenig an. Das heißt, Menschen wissen hinterher noch so ungefähr, was passiert ist, aber sie wissen in der Regel nicht, wie es ihnen dabei gegangen ist. Oder was Sie vielleicht auch kennen, Leute erzählen über grauenvolle Ereignisse wie so total neutral, als ob sie da vom Blatt irgendwas ablesen würden. Und uns wird schon Angst und Bange und jemand anders erzählt einfach. Und das heißt, da ist was getrennt, was eigentlich zusammengehört. Nämlich unsere Affekte und unsere Körperlichkeit und unser bewusstes Denken. Und im Moment der Notfallreaktion, so nennen wir diese Reaktion unseres Körpers auf ein bedrohliches Ereignis, ist diese Trennung total sinnvoll. In dem Moment kann nicht gesteuert werden durchs Bewusstsein und es kann auch nichts verarbeitet werden. Hinterher ist die Zeit für Verarbeitung. Wenn hinterher die äußeren Bedingungen gut und sicher sind, ja, ich habe ein Zuhause, ein Dach über dem Kopf, Essen und Trinken, ich habe was zu tun, ich habe Menschen, mit denen ich reden kann, aber nicht reden muss, ich habe einen sicheren Aufenthaltsstatus, ich habe ein bisschen Geld, dann gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich das, was passiert ist, was so bedrohlich war in dem Moment, nach und nach im Nachhinein verarbeite. In dieser Verarbeitungszeit, wie lange auch immer sie dauert,
werde ich vermutlich Symptome haben. Ungewöhnliche Verhaltensweisen. Ich werde schreckhaft sein, ich werde nicht ruhig schlafen, ich werde mich nicht trauen, über die Fußgängerampel zu gehen, obwohl grün ist und muss immer 23 Mal nach links und rechts gucken. Und das ist total normal nach so einem Ereignis und zu erwarten. Und wenn meine äußeren Bedingungen sicher sind und wenn es mir vorher halbwegs okay ging, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass es einfach ein paar Tage, vielleicht Wochen braucht, bis ich so weit verarbeitet habe, dass diese ganzen Symptome nicht mehr auftreten, dass ich wieder gut schlafen kann, dass ich nicht mehr so schreckhaft bin und dass ich auch mal wieder so über die Straße gehe wie sonst auch immer. Wenn diese äußere Sicherheit nicht gegeben ist, dann kann es sein, dass es länger dauert oder manchmal sogar überhaupt nicht richtig funktioniert. Oder wenn es zu viel ist, was da passiert ist, nicht nur das Auto, was mir fast über die Füße gefahren ist, sondern heftigere, schwerere Sachen, die sich womöglich wiederholen, nicht nur einmal, dann kann es sein, dass es auch für Verarbeitung im Nachhinein zu viel ist. Aber wo ist es dann, wenn es nicht verarbeitet ist? Das ist eine spannende Frage. Wo sind denn die Ereignisse? Ich kann mich nicht so richtig mit allen Details, mit Gefühl und Schmerz und so daran erinnern. Es ist irgendwie komisch, aber wo ist es denn? Es ist irgendwo im Körper gespeichert. Verkörperter Schrecken heißt das Buch von einem Kollegen aus den USA. So, was passiert mit diesem verkörperten Schrecken? Jetzt weiter. Das mit der Verarbeitung klappt nicht so richtig, weil es ist außen nicht sicher oder mir geht es nicht so gut, es sind andere Sachen, die gerade wichtiger sind. So, das heißt, ich schleppe das mit mir rum. Und jetzt kann was passieren, was für uns, die wir in der kulturellen Bildung tätig sind, die wir mit Menschen arbeiten, eine wichtige Information ist. Es kann nämlich im Alltag, im Hier und Jetzt, irgendeinen Auslöser geben, der diese ganze alte Geschichte wieder hochbringt, als ob sie jetzt passieren würde. Wir sagen, der Körper erlebt das wieder, als ob es jetzt wäre. Und natürlich wissen wir, dass es nicht jetzt ist. Aber wieder, wie in der Schrecksituation, gibt es, ausgelöst durch irgendeinen Reiz von außen, der Fachbegriff ist ein Trigger, durch diesen Reiz von außen, und das kann was ganz Alltägliches sein, das kann ein Sonnenstrahl sein, der mir ins Gesicht fällt, ein Wort, was jemand sagt, ein Gesichtsausdruck, den ich bei jemandem sehe. Dieser Reiz löst in meinem Körper ein Wiedererleben aus und wieder ist dieser Schreck da. Und wieder sind die beiden nicht im Kontakt, weil es in dem Moment zu viel wird. Und wieder geht die Alarmanlage an und wieder ist der Kontakt unterbrochen. Und das heißt, es wiederholt sich. Die Notfallreaktion passiert noch einmal. Ein Flashback nennen wir das. Wenn wir es ins Deutsche übersetzen wollen, würden wir sagen, ein Rückblitz, ein Wiedererleben, schnell, ja, weil unsere Häschen sind ja schnell und es passiert auf der körperlichen Ebene. Und wieder sind Denkerinnen und Häschen unterbrochen, der Kontakt ist nicht da oder nicht gut. Und wieder weiß ich hinterher nicht genau und bin verwirrt. Und es ist, als ob es jetzt wieder passiert ist. Und das kann Menschen oft so gehen. Und diese Trennung von Denkerinnen und Häschen, die sowohl in der eigentlichen Gefahrensituation ist, als auch, wenn gar keine Gefahr droht, nur ein Reiz meinen Körper an die alte Gefahr erinnert hat. Diese Trennung nennen wir Dissoziation. Nur, dass Sie das mal gehört haben, den Fachbegriff dazu. Der steht in vielen Büchern zu diesem Thema. So, was heißt es jetzt für uns und unseren Alltag? Wenn wir einen guten Kontakt haben wollen zwischen unserer Denkerin und unserem Häschenkörper, zwischen unserem rationalen Gehirn und unserem emotionalen Gehirn, zwischen unserem Kopf und unserem Bauch, dann wäre es eine gute Idee, wenn wir lebendig sind, wenn wir atmen, wenn wir unsere Füße am Boden merken, wenn wir unseren Körper spüren, wenn wir mitkriegen, was hier und jetzt passiert.
uns dessen sicher sind, wissen, wie alt wir sind. Das klingt jetzt so ein bisschen, dass man denkt, warum soll ich nicht wissen, wie alt ich bin? Natürlich wissen Sie, wie alt Sie sind. Aber wenn wir hier von Situationen reden, die wieder aufgerufen werden, die vielleicht 20, 30 Jahre her sind, dann kann es da schon so einen Moment Verwirrung geben. Weil Ihr Körper was wieder erlebt, was 20 Jahre her ist, und Ihre Großhirnrinde ist ja nicht so richtig mit dabei und steht hinterher da und ist verwirrt und weiß im Moment gar nichts mehr. Das heißt, dieses Wissen und vor allen Dingen dieses Spüren, ich bin jetzt da, ich atme, ich merke meine Füße am Boden, ich kann meine Hände reiben, ich kann so ein Pferdeschnauben machen, ich kann mich merken, spüren, wahrnehmen im Hier und Jetzt, im Kontakt nach außen, ich kann dieses Flipchart anfassen und merke die Metallkante in der Hand, die so ein bisschen hart ist. Ja, ich kann einen Stein aus der Hosentasche holen und den anfassen und merke, wie hart der ist. Ich kann atmen und das hält mich im Hier und Jetzt. Und das kann mir helfen, wenn ich so ein bisschen wackelig bin und in alte Erlebnisse wieder abzurutschen drohe. Und das kann uns allen passieren. Ich meine, nicht so dramatisch vielleicht. Aber stellen Sie sich vor, Sie hatten vor 1, 2 Tagen einen heftigen Streit mit einem Menschen, der oder die Ihnen sehr wertvoll ist. Und es ist laut geworden und es war nicht nur eine Meinungsverschiedenheit, es war ein richtiger Streit. Und Sie haben es noch nicht geklärt. Sie haben es in der Situation nicht geklärt, es ist sozusagen noch offen. Und Sie denken immer mal dran. Und Sie fühlen sich nicht gut damit, weil diese Spannung, die da zwischen Ihnen war und irgendwie noch nicht aufgelöst ist, immer noch zwischen Ihnen ist, die ist so in Ihrem Körper spürbar und das ist nicht angenehm. Das ist das eine. Da sind wir ja dann klar mit, da wissen wir, oh Mann, ja, ich muss ihn anrufen, aber ich hatte doch recht oder so. Und jetzt kann es passieren, Sie sind in einem Workshop, Sie nehmen teil an so einem Bildungsangebot. Sie machen Musik in einem Orchester, Sie tanzen mit anderen Leuten. Und irgendjemand leitet es an. Und auf einmal ist irgendwas. Es gibt so irgendwo einen kleinen Streit und Sie hören so ein Wort oder jemand guckt Sie an. Eigentlich vielleicht ganz freundlich, aber guckt Sie an und dieser Blick löst in Ihnen, und zwar bevor Sie merken, was passiert, aus, wie so den Kontakt wieder zu diesem Streit, der noch offen ist. Und auf einmal werden Sie total wütend. Jetzt. Und merken das vielleicht auch und denken, hallo, was ist denn jetzt hier los mit mir? Ja, alte Wut. Also 2 Tage alte. Jetzt wieder aufgeploppt. Frisch gehalten. Und warum ist sie frisch gehalten? Weil es nicht geklärt ist. Weil es nicht abgeschlossen ist, weil es nicht verarbeitet ist, weil Sie nicht okay damit sind. Und das heißt, diese Sachen, die ungeklärt, die offen, die unverarbeitet sind, können uns im Alltag überfallen, wo wir gehen und stehen, ausgelöst durch irgendetwas, was mein Inneres erinnert an diese Situation. Ein Geruch, ein Sonnenstrahl, ein Wort, ein Gesichtsausdruck. Irgendetwas. Oft sogar angenehme Dinge oder gut gemeinte Dinge, die dazu führen, dass wir auf einmal sauer werden, auf einmal durch andere durchgucken und irgendwie wie weg sind, neben uns stehen. Das ist ganz normal, dass das passiert, wenn wir belastende Ereignisse nicht verarbeitet haben. Das ist wichtig. Das ist normal, das ist menschlich, das geht uns allen so. Und das heißt, es kann Ihnen passieren, Sie machen ein Angebot, Sie machen einen Workshop, irgendwas Nettes, keine Ahnung, Sie machen Musik miteinander, Sie singen und auf einmal ist jemand ganz komisch, unangemessen. Im Hier und Jetzt würden Sie sagen, das passt doch nicht, was soll denn das jetzt? Und so reagieren wir normalerweise dann auch, sagen, und was soll denn das jetzt? Und kannst du mal, komm, wir machen eine kurze Pause, weil wir nicht verstehen, was los ist. Und oft können die Betroffenen, die so reagieren, uns das auch nicht erklären, weil die auch nicht verstehen, was los ist. Und die Idee ist jetzt nicht, dass Sie den ganzen Hintergrund verstehen und kennen müssen. Das denkt man manchmal, ne? Man müsste die Ursachen wissen und das müssen Sie nicht, das ist alles Quatsch. Sag ich jetzt so, unter uns.
Die Idee, die Ihnen helfen kann, Ihren Workshop gut weiterzumachen, ist, dass Sie merken, da ist jemand nicht gut im Hier und Jetzt. Und was machen wir, um wieder gut ins Hier und Jetzt zu kommen? Wir nutzen Bewegung. Wir nutzen den Atem. Wir machen Pferdeschnauben, da ist es wieder. Ja, wenn Sie das nicht können, suchen sich ein Kind, was Ihnen das beibringt. Das ist, wir sagen immer, eine traumapädagogische Grundqualifikation. Eine Grundqualifikation für traumasensibles Arbeiten, weil gleichzeitig Pferdeschnauben und auf einem Bein stehen beispielsweise, da können Denkerinnen und Häschen nicht auseinanderdriften. Da sind die zusammengefordert, um gut im Hier und Jetzt die Situation zu meistern. Das heißt, es braucht einen Reiz, der alle Beteiligten wieder gut ins Hier und Jetzt bringt. Zu sagen, Leute, kommt, steht doch mal alle auf. Trampelt mal kräftig. Atmet mal tief durch. Macht mal einen Schlürfatem. Kennen Sie Schlürfatem? Ganz schöne Sache. Machen Sie mal 3, wenn Sie mögen. Und zwar einatmen wie durch einen Strohhalm und ausatmen ganz normal. Also sowas. Das sind so kleine Sachen. Und Sie werden sagen, ja, das sind so kleine Sachen, aber was hat es jetzt mit traumasensiblem Arbeiten zu tun? Das ist traumasensibles Arbeiten. Weil es darum geht, dass als erstes wir gut im Hier und Jetzt sind. Wir, die wir etwas anleiten, einen Workshop, eine Gruppe, ein Konzert, einen Tanzabend. Dass wir unsere Spannung gut regulieren, damit die nicht zu hoch oder zu niedrig wird. Es gibt so einen Bereich, wo die verträglich ist. Wir nennen den Ressourcenbereich, Sie müssen den nicht so nennen. Sie können einfach sagen, das ist der Okay-Bereich, das ist der Bereich, wo die Spannung verträglich ist, der Bereich, wo ich mich gut mitkriegen kann. Und wenn ich mit meiner Spannung in dem Bereich bin und meiner Aufmerksamkeit hier und jetzt da bin, dann arbeiten DenkerInnen und Häschen zusammen und ich bin so ein Stück weit geschützt vor diesem alten Kram, der alten Angst, der alten Wut, die mich zu überfallen droht. Und so können wir auch andere schützen. Aber wir fangen bei uns an. Ja, unser Job ist immer bei uns anzufangen, weil wir sind ja diejenigen, die die Arbeit machen. Wir sind diejenigen, die anleiten. Wir sind diejenigen, die angeguckt werden und an denen sich die anderen orientieren. Und deshalb ist mein Job als erstes, dass ich atme, dass ich meine Füße am Boden spüre. Ja, dass ich vielleicht mal sage, komm, wir klopfen uns mal ab, weil ich es auch brauche, dass ich abgeklopft werde. Durch mich selber. Ja, oder wir machen mit den Kindern Klatschspiele oder solche Geschichten, fragen, ich sehe was du nicht siehst. Das sind alles so kleine Elemente, die dafür sorgen, dass alle mit der Aufmerksamkeit wieder richtig gut im Hier und Jetzt sind. Und das ist das Erste, was ich mache, wenn ich so ein bisschen drisselig bin, wenn meine Spannung zu hoch oder zu niedrig ist. Und es ist das Erste, was ich mache, wenn ich merke, jemand in der Gruppe, die ich gerade leite, wird irgendwie komisch. Da stimmt irgendwas nicht, da passt irgendwas nicht. Da frage ich nicht nach, was los ist als erstes, sondern als erstes sorge ich dafür, dass alle wieder gut im Hier und Jetzt sind. Und zwar die ganze Gruppe. Ich hole mir nicht einen raus, ich nehme die ganze Gruppe. Ich reorientiere, das ist das Wort, was wir dafür nutzen. Ich reorientiere die ganze Gruppe und mich dazu mit der Idee, alle sind wieder gut im Hier und Jetzt. Okay, und dann gucken wir, ist das Problem noch da? Und Sie werden staunen, die meisten dieser kleinen Probleme, die damit zu tun haben, dass was Altes wieder aufploppt, die sind dann nicht mehr da. Warum nicht? Weil DenkerInnen und Häschen auf einmal wieder im Kontakt sind. Ich kriege mich wieder mit, ich spüre wieder meinen Atem, ich spüre meine Füße am Boden. Und alle anderen in der Gruppe, mit der ich arbeite, auch. Und das heißt, das Alte, was uns überfallen hat im Hier und Jetzt, das verschwindet wieder dahin, wo es hingehört, nämlich in die Vergangenheit. Und das Hier und Jetzt ist wieder das Hier und Jetzt und ich bin da und ich atme und ich merke meine Füße am Boden. Und Sie merken vielleicht auch, dass ich das ständig wiederhole. Was soll denn das? Weil wenn Sie nur darauf achten, deswegen wiederhole ich das, dass Sie gut atmen und Ihre Füße am Boden spüren und dass alle anderen gut atmen und die Füße am Boden spüren, damit senken Sie die Wahrscheinlichkeit, dass solche Sachen passieren. Das
ist traumasensibles Arbeiten in der kulturellen Bildung. Und Sie müssen nichts wissen über irgendwelche Ursachen. Und wir brauchen den Begriff Trauma dafür überhaupt nicht. Das merken Sie vielleicht gerade. Das interessiert mich gar nicht. Es ist so egal, ob jemand in meiner Gruppe traumatisiert ist oder nicht. Aber wir Menschen haben alle manchmal belastende Sachen erlebt. Das ist total normal, dass das so ist. Und es ist total normal, dass das Leuten passiert. Und es heißt nicht, wir sind jetzt alle traumatisiert und alle krank und müssten alle zur Traumatherapie. Das ist nicht der Punkt. Aber es wäre für uns alle gut, uns klarzumachen, dass dieser Kontakt zwischen unserem bewussten Denken und unserer Körperlichkeit im Hier und Jetzt uns ermöglicht, da zu sein, uns gut zu regulieren und einen angemessenen Kontakt mit anderen im Hier und Jetzt zu haben und zu pflegen. Und dass, wenn wir aus diesem Hier und Jetzt rausrutschen und innerlich sozusagen in alte, noch offene Auseinandersetzungen reinrutschen, dann sind die Emotionen aus diesen Auseinandersetzungen auf einmal jetzt da und spielen jetzt eine Rolle in einer Situation, wo sie gar nicht hingehören. Und auch das ist normal, aber es ist eben gut zu wissen, weil es passiert uns und es passiert anderen. Und es kann Ihnen passieren, wenn Sie eine Gruppe anleiten, und es kann jemandem aus Ihrer Gruppe passieren. Und das heißt, es kann passieren und es ist normal und es ist alltäglich, dass jemand sich unangemessen verhält, was immer das heißt. Erschreckt, laut, sich zurückzieht, rausrennt, auf einmal anfängt zu weinen, was auch immer. Und das Erste, worum es geht, ist nicht zu verstehen, was die Ursache ist, sondern das Erste, worum es geht, ist mit einem Sinn für diesen Mechanismus, den ich versucht habe zu erklären, zu sagen, da ist jemand nicht gut im Hier und Jetzt, was machen wir? Aufstehen, rumlaufen, uns abklopfen, trampeln. Und wenn Sie es gerne fachlich haben, dann kann ich als Traumatherapeut Ihnen sagen, das ist traumapädagogisches Arbeiten. Pferdeschnauben, tief durchatmen, trampeln, klatschen. Warum? Weil wir diese Verbindung zwischen Denkerin und Häschen verbessern, weil wir unsere Spannung im Ressourcenbereich regulieren und weil wir die Aufmerksamkeit wieder ins Hier und Jetzt holen. Und nur wenn alle wirklich gut da sind, sind wir zum einen geschützt vor diesen alten, uns überfallenden Affekten und zum anderen können wir das, was wir machen, viel besser machen. Der Chor singt besser, schöner, die TänzerInnen tanzen exakter. Ja, alle sind mehr da, alle sind konzentrierter, alles ist lebendiger, alles stimmt mehr. Und nochmal, niemand ist den ganzen Tag gut im Hier und Jetzt. Ja, ich nehme nochmal das Beispiel mit meinem Krimi in der Tram, weil mich betrifft es manchmal. Und wenn ich diesen Krimi lese, dann will ich gar nicht gut im Hier und Jetzt sein, ich will den Krimi lesen. Wenn ich ins Kino gehe, will ich nicht gut im Hier und Jetzt sein und wissen, wie viele Leute da hinter den Kameras stehen und dass ich hier nur auf dem Stuhl sitze und dass das alles nur Show ist. Sondern ich will mitgetragen werden von den Emotionen und rausgeholt werden aus meinem Kinositz. Und das ist auch gut so und wir genießen das. Das heißt, nicht im Hier und Jetzt sein ist überhaupt nicht schlimm, aber nur im Hier und Jetzt können wir gemeinsam etwas entwickeln und auf die Beine stellen. Nur im Hier und Jetzt und mit regulierter Spannung sind wir in der Lage, was zu lernen und uns weiterzuentwickeln. Und das heißt, dies Hier und Jetzt ist die Essenz von dem. Darum geht es. Deshalb sagen wir auch, es gibt trauma- und krisensensible Standards, Dinge, die wir auf jeden Fall tun und beachten sollten. Und an der allerersten Stelle steht, dass wir selber gut im Hier und Jetzt sind, atmen und unsere Spannung regulieren. Und an der zweiten Stelle steht, dass alle, mit denen wir arbeiten, dass wir die ins Hier und Jetzt einladen, zur Spannungsregulation einladen, dazu ein bisschen mehr zu atmen, den Körper ein bisschen mehr zu spüren und wahrzunehmen und wirklich da zu sein. Und dann können wir gut zusammenarbeiten. So, also noch einmal, Sie sollen nicht alle TraumatherapeutInnen werden, bitte nicht. Und Sie müssen auch nicht so viel wissen.
Aber vielleicht kann Ihnen das Wissen, was ich heute Ihnen versucht habe zu vermitteln, ein bisschen helfen in verunsichernden Situationen, wo man so denkt, was ist jetzt los? Es ist alles gerade total gut gewesen und auf einmal wird jemand komisch. Und dann zu sagen, Leute, kommt, wir machen kurz mal, wir stellen uns alle ans Fenster und sagen uns gegenseitig, was wir sehen. Wir spielen, ich sehe was du nicht siehst. Wir machen eine kleine Atemübung. Wir klatschen, wir machen mit den Kindern ein Klatschspiel. Wir rennen einmal rund um die Mitte und spielen Fang. Es ist nicht so wichtig, was genau Sie tun. Wichtig ist, immer wieder Routinen kurz zu unterbrechen. Etwas anderes zu machen, etwas Erfrischendes. Etwas, wo alle so auf einmal wieder da sind. Ja, und wir sagen, okay, und dann können Sie weitermachen bei dem, wo Sie vorher stehen geblieben waren, aber mit neuer Energie, mit neuer Frische und mit allen Beteiligten im Hier und Jetzt. Und natürlich brauchen manche Menschen manchmal mehr als das. Aber darum geht es ja bei Ihnen nicht, weil Sie Workshops anbieten, Kurse anbieten, was vermitteln wollen und keine TraumaberaterInnen sind und es vermutlich auch nicht werden wollen und es auch nicht werden müssen. Sie können Hinweise geben. Sie können sagen, Mensch, guck doch mal, ja, es gibt Beratungsstellen im Internet zu finden heutzutage, wo traumapädagogisch, traumaberaterisch gearbeitet wird. Es gibt Bücher zu lesen, zum Beispiel unseres, was meine Kollegin Lydia Handke und ich geschrieben haben und was gerade neu rausgekommen ist. Und Leute können sich Unterstützung holen. Und das müssen Sie nicht alles machen. Darum geht es gar nicht. Aber wozu ich Sie sehr einladen würde, wäre ab jetzt noch mehr, als Sie das vermutlich bisher immer schon gemacht haben, darauf zu achten, wie gut Sie selber da präsent im Hier und Jetzt sind, sich außen im Kontakt mit dem Boden, mit dem Stuhl, mit Gegenständen wahrnehmen und spüren können, ob Ihr Atem tief ist, ob Sie sich präsent fühlen und alle anderen dazu auch einzuladen, sobald sozusagen der Vorhang aufgeht und Sie gemeinsam an die Arbeit gehen. Während des Kaffeetrinkens, in der Pause, wenn ich meinen Spaziergang im Park mache, muss ich nicht die ganze Zeit sehr gut im Hier und Jetzt sein. Das ist nicht nötig. Aber dann, wenn wir gemeinsam was auf die Beine stellen wollen, wenn es darum geht, was zu lernen, wenn es darum geht, etwas miteinander aufzubauen, dann wäre es schön, wenn alle im Hier und Jetzt wären, zumal uns das schützt vor allem, was nicht Hier und Jetzt ist, unter Umständen bedrängen könnte aus der Vergangenheit. Das ist die Idee. Und wenn Sie diese Idee gerne noch so ein bisschen vertiefen wollen, wenn Sie Fragen haben jetzt nach dem, was ich Ihnen erzählt habe, was ja normal wäre, und die gerne mit mir besprechen würden, dann gibt es für alle, die dieses Video rechtzeitig sehen, sage ich mal, die Möglichkeit, im Herbst 2023 an einem der beiden Online-Workshops teilzunehmen, die angeboten werden. Und vielleicht sehen wir uns da wieder und ich sehe Sie dann auch, was ich jetzt ja nicht tue. Ich würde mich darüber freuen und ansonsten freue ich mich, wenn Sie ein bisschen von dieser Lebendigkeit mit in Ihre alltägliche Arbeit nehmen und ein bisschen mehr achten auf Hier und Jetzt und Spannungsregulation bei sich und anderen. Viel Spaß damit, vielen Dank, tschüss.